Scheu und gut getarnt lebt sie versteckt in unseren Wäldern. Die europäische Wildkatze. Einst durch Bejagung fast ausgerottet, schleicht sie nun nach und nach in ihre alten Lebensräume zurück. Und das bin ich, David. Ich bin Ökologe und Filmemacher und ich bin auf der Suche nach einer der scheuesten und seltensten Säugetierarten Deutschlands. Nur ganz wenige Tiere gibt es in diesen Wäldern meiner Heimat Thüringen. Über mehr als ein Jahr habe ich mich rund um Jena auf die Suche nach diesen erstaunlichen Tieren begeben. Dabei wollte ich nicht nur mehr über die Wildkatze erfahren, sondern auch etwas zu ihrem Schutz beitragen und herausfinden, ob es für mich überhaupt möglich ist, diese scheuen Tiere zu filmen. Die Wildkatze lebt in störungsarmen, naturnahen Laub- und Mischwäldern mit viel Totholz, Baumhöhlen und insgesamt sehr viel Platz für sie zum Verstecken. In Baumhöhlen, aber auch zum Beispiel in alten Fuchs- oder Dachsbauten, zieht sie zum Beispiel ihre Jungen groß. Wichtig in ihrem Revier sind aber auch Lichtungen oder Waldränder, wo sie auf die Mäusejagd gehen kann. Denn Kleinsäuger machen den Hauptbestandteil ihrer Nahrung aus. Nur hin und wieder greift sie auch auf Eidechsen, Insekten, Frösche oder Vögel zurück. Die Fülle dieser Beutetiere bestimmt auch, wie groß ihr Revier ist. Wie Hauskatzen eigentlich auch, ist die Wildkatze eher einzelgängerisch und vor allen Dingen nur in dicht besiedelten Gebieten auch nachtaktiv. Vielerorts ist sie immer noch tagsüber unterwegs. Trotzdem sind Foto- und Videoaufnahmen von wildlebenden Wildkatzen immer noch extrem selten. Doch beginnen wir von vorne. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Vorprojektes habe ich bereits Wildtierbeobachtungen durchgeführt. Hier konnte ich durch Zufall auch an einem Standort zumindest phänotypisch, also vom Aussehen her, den Erstnachweis einer Wildkatze liefern. Diese sind nicht einfach nur verwilderte Hauskatzen, sondern eine eigene Unterart. Ihre scheue Lebensweise ist ein Verhaltensvorteil, der aber Nachweise der Tiere erschwert. Deshalb habe ich mir rund ein Jahr Zeit genommen, um genetische Proben und eine richtig gute Filmaufnahme einer Wildkatze zu bekommen. Auch aufgrund ihrer scheuen Lebensweise sind Schätzungen zu aktuellen Bestandszahlen in Deutschland sehr schwierig. Hier sind fast alle größeren Wälder potenzieller Lebensraum für die Wildkatze. Wissenschaftler schätzen, dass Wildkatzenkater einen Lebensraum von bis zu 4000 Hektar nutzen. Das entspricht etwa einem Drittel der Fläche von Jena. Wildkatzenweibchen nutzen hingegen nur ca. 300 bis 800 Hektar. Die gelb markierten Flächen sind die Gebiete, in denen Individuen bereits wieder nachgewiesen wurden. Ausgehend von Hochrechnungen schätzt man so heute wieder ca. 5.000 bis 10.000 Wildkatzen für Deutschland. Demgegenüber stehen ca. 6 bis 8 Millionen freilaufende Hauskatzen. Um die Lebensräume der Wildkatze wieder zu vernetzen und ihr eine Rückkehr in ihren potenziellen Lebensraum zu ermöglichen, wurde vom BUND das Rettungsnetz Wildkatze ins Leben gerufen. Es zeigt, wie Wildkatzenwälder wieder miteinander verbunden werden könnten, um einen Biotopverbund zu schaffen. Diese Korridore orientieren sich dabei an natürlichen Landschaftsformen. Mein Untersuchungsgebiet liegt gleich an zwei wichtigen Nebenkorridoren dieses Wegenetzes. Entlang der Saale dienen diese als Verbindung zwischen den Gebieten im Thüringer Wald im Süden und zum Beispiel dem Harz im Norden. Um Jena gibt es so nun wieder zwischen 10 bis 20 Wildkatzen, in Gesamtthüringen etwa 500 bis 2000 Individuen. 20 Wildkatzen. Wie soll ich die bloß finden? Oft heißt es, zum Natur- und Tierfilm gehört viel Glück. Ja auch, aber am meisten viel Geduld, eine akribische, gute Vorbereitung, Planung und Durchführung. Durch Fördergelder, Genehmigung und dem geplanten Veröffentlichungstermin für diesen Film ist das Projekt zeitlich begrenzt. Ich organisiere meine Untersuchungen meist als Expedition, nicht in ferne Länder, sondern direkt vor der eigenen Haustür.
Was hier aussieht wie ein kleiner Wanderweg, ist in Wirklichkeit ein gut ausgetretener Wildwechsel. Dies sind Pfade, die von Wildtieren regelmäßig benutzt werden, bei uns insbesondere vom Schalenwild, also dem Rot-, Damm- oder Rehwild, aber auch Wildschweine, also das Schwarzwild, nutzen sehr gerne diese ihm gut bekannten Wege, was dann zu diesen sehr gut ausgetretenen Pfaden führt. Bei diesem kleinen Wildwechsel hier handelt es sich zudem um einen von mehreren Zwangswechseln an diesem Hang. Von einem Zwangswechsel spricht man, wenn die Tiere aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, das ist hier insbesondere die Steile des Hangs, ja, wie der Name schon sagt, zwangsweise auch hier vorbeikommen müssen. Bei Voruntersuchungen konnte ich zum Beispiel an diesem Standort bereits 10 verschiedene Säugetierarten nachweisen. Ob dort allerdings in Zukunft auch die Wildkatze dabei sein wird, das ist allerdings ja sehr fraglich, denn diese ist extrem scheu und meidet die menschliche Nähe. Und die letzten Schätzungen für 2018 besagten, dass in Gesamt-Thüringen nur etwa 200 bis 500 Individuen der Art heimisch sind. Also mal schauen, ob die Wildkatze tatsächlich auch hier vorbeikommen wird. Um dies herauszufinden und erste Videoaufnahmen von Wildkatzen zu bekommen, installiere ich sogenannte Wild- oder Trail-Kameras. Dies sind spezielle Systeme, die zum Beispiel an Bäumen befestigt werden und automatisch die Aufnahme starten, wenn sich etwas vor ihnen bewegt. Bei uns sind Wildtiere aufgrund des starken Einflusses des Menschen, insbesondere die Jagd, meist nachtaktiv. Und während in der Stadt die Lichter angehen, erwacht im Wald das Leben. Diese Suhle im Wald ist bei Wildschweinen ein beliebter Treffpunkt für die Alttiere und ihre Jungen. Noch ganz nass von Wasser und Schlamm durchstreifen sie den Wald. Zu den überwiegend nachtaktiven Tieren zählt auch der Waschbär. Seine Anwesenheit ist aufgrund möglicher negativer Folgen für andere Räuber und die Vogelwelt umstritten. Dennoch ist er mittlerweile auch in den Wäldern um Jena heimisch geworden. Diese Mutter mit ihren Jungen zum Beispiel sehe ich immer wieder in meinen Aufnahmen. Und auch der Dachs ist auf so gut wie keiner Tagaufnahme zu sehen, sondern nur nachts unterwegs. Füchse habe ich aufgrund ihrer Losung schon im Vorfeld an den Standorten vermutet. Auch hier sehe ich immer wieder die gleichen Tiere durch ihre Reviere streifen. Was ich vor dem Projekt nie erwartet hätte, in fast 1/3 aller Tieraufnahmen waren nur Kleinsäuger zu sehen. Bei dem Marder stehen sie auf dem Speiseplan. Auf den Nachtaufnahmen ist der Unterschied zwischen Stein- und Baummarder nur schwer auszumachen. Vermutlich hatte ich es aber eher mit den häufigeren Steinmardern zu tun. Wie in den Aufnahmen zuvor schon ein paar Mal im Bild, installiere ich zusätzlich zu den Kameras sogenannte Lockstöcke. Diese sollen helfen, die Wildkatzen anzuziehen, dienen aber auch zum Sammeln von genetischen Proben und damit als DNA-Fallen. Ich begieße den Lockstab mit Baldrian-Tinktur. Sie wirkt auf Katzen ähnlich wie ein Sexuallockstoff. Das Ziel ist es, dass sich die Katzen an den eingekerbten Stäben reiben und so Haarproben hinterlassen, welche ich anschließend genetisch untersuchen lassen möchte. Schließlich möchte ich ja echte europäische Wildkatzen filmen. Ich bin gespannt, welche Ergebnisse mich erwarten werden. Einige Wochen später bin ich zum Auslesen der Kameras wieder in meinen Untersuchungsgebieten unterwegs. Ich werte die ersten Ergebnisse aus. Etliche Daten und Aufnahmen erwarten mich,
Doch aufgrund der guten Vorbereitung habe ich tatsächlich Erfolg gehabt. Unter den Aufnahmen sind auch immer wieder Katzen dabei. Ich vermute, die Wildkatze vom Erstnachweis aus meinen Voruntersuchungen ist zum gleichen Standort zurückgekehrt. Ich bin zwar Wissenschaftler, aber auch begeisterter Filmemacher und so gebe ich dem Tier ganz unkonventionell nach der Farbe seines Fells einen Namen: Brownie. Und auch an einem anderen Standort erscheint auf den Aufnahmen ein zweites, zierliches und offenbar recht junges Tier. Also aufgrund der Zeichnung, des Körperbaus und der Gangart gehe ich tatsächlich davon aus, dass es sich bei den beiden Tieren hier um Wildkatzen handelt. Um aber nochmal ganz sicher zu gehen, werde ich die jetzt einen der führenden Wildkatzenexperten in Thüringen schicken und bin schon ganz gespannt, was der dazu sagt. Ich war gerade schon auf dem Nachhauseweg und da habe ich bereits die Antwort von Sylvester Tamasch erhalten. Sylvester ist der Wildkatzenexperte, dem ich vorhin meine Aufnahmen geschickt habe. Und er hat bestätigt, dass es sich bei den Tieren tatsächlich um Wildkatzen zu handeln scheint. Ja, für mich und das Projekt sind das super Neuigkeiten. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, um mit Sylvester ins Gespräch zu kommen. Und deswegen habe ich mich mit ihm verabredet. Ich treffe ihn in seinem Büro etwa 15 Minuten entfernt von Jena. Er leitet hier das Naturschutzprojekt Felis Lupus und führt im Rahmen seiner Arbeit auch wissenschaftliche Projekte zur Wildkatze durch. Außerdem ist er beim NABU unter anderem Sprecher der Landesarbeitsgruppe Wolf und Luchs in Thüringen, Projektkoordinator eines großen Luchsprojektes und Beauftragter für Wolf, Wildkatze und Luchs im NABU. Ich möchte von ihm wissen, wie er die Bestandsentwicklung der europäischen Wildkatze einschätzt. Das ist eine gute Frage, ganz einfach, weil wir ja eigentlich am Beginn noch stehen dieser Forschung. Und wir erleben gerade auch in der wissenschaftlichen Diskussion, dass viele Projekte gerade erst beginnen, die nachzuweisen. Und dann heißt es immer ganz schnell, weil diese Nachweise passiert sind, die breiten sich wieder aus. Das ist aber eigentlich de facto falsch, weil wir ja nur durch diese neuen Nachweisprojekte erstmalig was darüber rauskriegen, wo Wildkatzen leben, wo nicht. Insofern würde ich da erstmal die nächsten Jahre abwarten und vielleicht noch mal schauen, wie der Bestandstrend dann vor dem Hintergrund der Zahlen, die wir uns erarbeitet haben, sich weiterentwickelt. Weil ich denke, es ist sinnvoll, Projekte in der Form, Nachweisprojekte, immer über einen längeren Zeitraum zu führen, mindestens über 3 bis 10 Jahre. Dann kann man wirklich seriöse Bestandsentwicklung vornehmen oder zumindest Abschätzung der Zahlen von Vorkommen einschätzen. Aber ich denke nicht, dass es jetzt uns einfach aufgrund, dass wir jetzt mal Wildkatzen nachgewiesen haben, dass das dafür spricht, dass jetzt Wildkatzen auf dem Vormarsch sind. Ja. Im Gegenteil, wir erleben um Jena gerade die Situation, dass wir an den Stellen, wo wir wirklich zu Beginn noch viele Wildkatzen nachgewiesen haben, auch Reproduktion, jetzt keine Reproduktion mehr sehen. Eine mögliche Ursache hierfür könnte der Verkehr sein. Immer wieder werden tote Wildkatzen aufgefunden, die diesem zum Opfer gefallen sind. Erst kürzlich wurde von Sylvester Tamasch auch die erste überfahrene Wildkatze im Großraum Jena dokumentiert. Ich frage ihn, was das für die Art generell bedeutet und was man dagegen tun kann. Also Verkehr spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Das ist A und O. Das heißt, es gibt diese unberührte Naturwildnis in der Form nicht mehr, definitiv nicht. Aber was wir tun können, ist praktisch mit den Möglichkeiten, die wir haben, schon systematisch dafür sorgen, dass diese Tiere wenigstens gefahrlos wandern können über die Straßen. Und da gibt es ganz konkrete Maßnahmen. Was wären das für Maßnahmen? Also, dass man zum Beispiel Verkehrsschilder aufstellt, dass man zum Beispiel Grünbrücken baut, dass man zum Beispiel elektronische Warnwechselanlagen baut. Die gibt es, die sind sogar kostengünstiger als, sage ich mal, die Grünbrücken. Aber man kann natürlich auch dort ansetzen, wo die Wildkatzen leben, im Wald. Und wir haben in Jena das Glück, dass wir ganz viele Naturschutzgebiete haben, ganz viele FFH-Gebiete, also diese Natura 2000 Gebiete, wo praktisch Thüringen, Jena auch eine besondere Verantwortung auf europäischer Ebene für die Lebensräume, auch der Wildkatze, nicht nur, aber gerade auch für die Wildkatze hat. Und da geht es halt hauptsächlich darum, gerade die Wälder auch so ein bisschen vor dem Nutzen
für die Menschen zu schützen, zu bewahren, weil es ist mittlerweile so, dass die Wälder sehr durch die Nutzung überstrapaziert werden. Und gerade, und das erleben wir hier vor der Haustür, gerade die Naturschutzgebietswälder, aber auch die FFH-Gebietswälder. Durch Übernutzung findet zurzeit also eine starke Veränderung der Lebensräume der Wildkatze statt. Aber wie kann dann konkreter Artenschutz aussehen? Also es gibt für uns die 3 großen Themen immer, wenn es um Artenschutz geht. Das ist, wie gesagt, erstmal die Artenkenntnis, Ökologie, Lebensraum, also wo kommen die vor, Nachweise, ne? Also Daten sammeln explizit. Das Zweite ist eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit, dass wir praktisch die Leute erstmal informieren, dass es Wildkatzen gibt. Ne? Dass man seinen Hund an die Leine nimmt im Wald, ne? Das gehört sich einfach auch so, wegen anderen Wildtieren, aber vielleicht für die Wildkatze mehr, weil Jungtiere können nicht so schnell flüchten. Und drittens eben Lebensraumschutz, Lebensraumvernetzung. Das sind eigentlich so die 3 Eckpunkte, in denen sich unsere Arbeit im Naturschutz bewegt. Da gibt es natürlich auch die politische Arbeit, da gibt es natürlich auch die ganz konkrete wissenschaftliche Forschung und da gibt es natürlich eben auch so, sage ich mal, Tagwerk wie Publikation, wie Infomaterial drucken und verteilen etc. Und das, was wir eben tun für die Wildkatze, auch an Schutzmaßnahmen, kommt natürlich auch ganz vielen anderen Tierarten zugute. Wenn du jetzt von deiner Arbeit ausgehst, was sind da so die größten Herausforderungen oder vielleicht auch vom NABU allgemein, wenn es jetzt um den Schutz von Arten geht? Ja, wir leben ja praktisch eine Zeit, wo es uns so gut geht in der Geschichte wie noch nie. Deutschland sowieso weltweit, wirtschaftlich steht sehr gut da. Aber ich sehe auch, dass wir viel zu wenig Geld ausgeben, das wir haben für den Natur- und Artenschutz insgesamt. Das heißt, hier ist es immer noch das Engagement, das Ehrenamtliche gefragt. Und meine persönliche Einschätzung ist, man beruft sich einfach zu sehr und zu häufig auf diese, ich sage mal, wertvolle Arbeit, die unentgeltlich passiert. Natürlich ist das wichtig, dass es sowas gibt, aber ich denke, man sollte langfristig wirklich mehr dafür investieren, weil es letzten Endes, wenn wir was für die Wildkatze tun, tun wir ja was für Wälder. Wälder machen unsere Luft sauber, die reinigen unser Wasser, klimatisieren die Luft. Und tragen insgesamt zu einem Wohlbefinden bei, wenn da nicht gerade dauernd die Kettensäge an ist, um Bäume rauszuholen. Wir haben so einen Mehrwert davon, dass wir eigentlich, ich sag mal, das als zentralen Bestandteil unserer Existenz auch sehen sollten. Wie Familie auch, wie ein Zuhause, wie Wohlstand. Und dazu gehört eben auch eine intakte Natur. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, es müsste viel mehr dort getan werden, viel, viel mehr Geld auch locker gemacht werden. Naturschutz ist keine Billigkeitsleistung, sondern das ist eine verpflichtende Staatsaufgabe. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ja, toll. Ich danke. Nun bin ich aber doch neugierig, ob sich inzwischen etwas an den Lokstöcken getan hat. Auf dem Weg zu meinem Standort entdecke ich auf einem Feld 2 Hasen. Während der eine zu dösen scheint, behält mich der andere genau im Auge. Doch so richtig scheint er mich nicht einordnen zu können. Ich möchte die beiden nicht weiter stören und lasse sie wieder alleine. Ungefähr alle 2 Wochen begebe ich mich nun zu den Kameras und Lokstöcken mitten im Wald. Ich möchte sicher gehen, dass Brownie, also die Wildkatze, welche ich gefilmt habe, auch wirklich genetisch eine europäische Wildkatze ist. Und außerdem ist es nach wie vor mein Anspruch als Filmemacher, auch eine echte Premium-Sequenz einer Wildkatze zu filmen. Doch am Lokstab sind keine Haare zu sehen und es waren keine Wildkatzen da. Doch offenbar haben auch andere Tiere bemerkt, dass etwas Neues in ihrem Wald passiert. Einige sind noch etwas skeptisch. Vor allem ausgewachsene Wildschweine scheinen sehr verunsichert durch den unbekannten Geruch und ergreifen häufig die Flucht. Ob sie der Geruch an ein Raubtier erinnert oder nur mit ihrem stärkeren Fluchtreflex zusammenhängt, kann ich nur vermuten. Andere hingegen sind offenbar sehr interessiert.
Besonders Waschbären, darunter auch wieder die kleine im Gebiet heimische Familie, zeigen allem Unbekannten gegenüber eine kaum zu bändigende Neugier. Und natürlich muss jedes Junge selbst einmal schnuppern. Während andere eine neue Chance wittern. Der Fuchs hat sich von seinem anfänglichen Schreck erholt. Nun will er ganz genau wissen, was es mit diesem komischen Stock auf sich hat. Für ihn etabliert sich der Lockstab als neue Markierungsstelle. Doch auch die anderen Waldbewohner lassen sich einen Besuch nicht nehmen. Am Ende der Nacht wird er jedoch wieder von der Waschbärenfamilie in Beschlag genommen. Bevor eine ganze Wildschweinhorde eine andere Verwendung anstrebt. Dennoch, dieses Mal war keine Wildkatze dabei. Um die Wartezeit sinnvoll zu nutzen, habe ich noch ein anderes Treffen vereinbart. Ich habe einen Termin am Philetischen Museum der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Hier bin ich mit Matthias Krüger verabredet. Er arbeitet dort als Chefpräparator und gilt als Wildkatzenexperte. Seit 1991 untersucht er hier Totfunde von Wildkatzen, wie hier links, und wildfarbenen Hauskatzen, rechts im Bild. Und diese Arbeit trägt natürlich jetzt Früchte, weil über 20, 30 Jahre erst Ergebnisse sichtbar werden, die man in 2, 3 Jahren gar nicht gewinnen kann. Das ist ein rein morphologisch-anatomischer Untersuchungsprozess. Und wir arbeiten auch seit etwa 1995 mit einer zweiten Institution zusammen. Das ist die Senckenberg-Gesellschaft mit ihrem Genlabor in Gelnhausen. Dort lassen wir standardisiert parallel die Gewebeproben genetisch beproben und können dann sehr speziell untersuchen, teilweise auf Familienebene, wo diese Wildkatzen herkommen, welchen Status sie in Bezug auf Reinheit der Unterarten haben. Und da sind ganz spannende Ergebnisse inzwischen zusammengekommen. Zu diesen gehören zum Beispiel die Merkmale, anhand denen sich Wildkatzen relativ sicher bestimmen lassen. Das ist zum einen ein aufgehellter Bereich zwischen den Ohren, sodass man immer die Nacken- und Kopfzeichnung von weitem erkennt. Die durchschnittlich längere Krannenhaarlänge lässt die Wildkatze zudem wuscheliger aussehen als Hauskatzen. Der dicke, stumpfe und lang behaarte Schwanz, wie rechts im Bild, und die schwarze Schwanzspitze mit klar abgegrenzten Ringen sind ebenfalls charakteristisch für die Wildkatze. Anhand von Mikro-CT-Scans von Schädeln der Tiere lassen sich weitere morphologische Merkmale zwischen Haus- und Wildkatze, rechts im Bild, feststellen. Die Eckzähne geben dem Wissenschaftler zudem Aufschluss über das Alter der gefundenen Tiere. Je mehr Zahnzement angelegt wurde, desto älter das Individuum. Ähnlich wie bei Jahresringen bei Bäumen korreliert auch das Wachstum des Zahnzements mit den Jahreszeiten. So kann man das genaue Alter der Tiere wie bei einem Baum anhand der Ringe abzählen.
Ich frage Herrn Krüger etwas zur Hybridisierung, also der genetischen Vermischung der beiden Unterarten von Haus- und Wildkatze. Schließlich möchte ich ja auch bei meinem Projekt echte Wildkatzen und nicht etwa Hybriden oder sogar Hauskatzen filmen. Hybridisierung ist, also als Problem würde ich es nicht bezeichnen, es ist ein natürlicher Vorgang. Wir sprechen ja hier von Unterarten, wir befinden uns hier auf Artniveau. Aufgrund von über 1000 beprobten Todfunden aus im Wesentlichen schon Mitteldeutschland und Westdeutschland ist eine durchschnittliche Hybridisationsrate von 3,2%. Also zu vernachlässigen. Und das stimmt uns eigentlich ziemlich positiv, weil wir dachten schon, dass also durch diese Verinselung die Hybridisation ein richtiges Problem ist, weil die suchen sich natürlich die Geschlechtspartner, die zu finden sind. Und wenn eben keine zweite Wildkatze da ist, ist das ganz klar. Matthias Krüger erklärt mir dann, dass die niedrige Hybridisierungsrate vermutlich durch das Verhaltensmuster der Wildkatze zustande kommt. Die Wildkatze läuft nicht aktiv in Gebäude und versucht immer Abstand zum urbanen Raum zu lassen. Das bedeutet, wenn Hybridisierung stattfindet, zum Beispiel zwischen weiblicher Hauskatze und einer männlichen Wildkatze, bringt die Hauskatze diese Hybriden im Haus in der Nähe des Menschen zur Welt. Und umgedreht würde eine Wildkatze nie ihre Jungen in einem Haus bei dem Hauskater zur Welt bringen. Das heißt also, die Prägung, wo sich die Jungtiere dann aufhalten, geht immer entweder zur Hauskatze oder zur Wildkatze und ist nicht irgendwie intermediär. Ja. Und deshalb löst sich dieses Hybridisationsproblem dann doch relativ schnell wieder auf. Ja, okay. Als ich Herrn Krüger frage, wie er die Zukunft der Wildkatze sieht, überrascht mich seine Antwort. Also ich denke mal, wenn die Nahrungsverfügbarkeit da ist, sehe ich bei der Wildkatze also keine großen Gefährdungspotenziale. Aber die Waldumbaumaßnahmen, die jetzt angedacht worden sind, muss man erstmal abwarten, wie die sozusagen Einfluss nehmen auf das Verbreitungsmuster. Und es ist auch klar, wir wissen noch gar nicht allzu viel über die Wildkatze, weil die eben durch ihre scharfen Sinne sehr kryptisch lebt. Und die Wildkatze schafft es weitgehend unerkannt unter uns zu leben. Das ist sehr spannend. Dankeschön. Ja. Das Gespräch mit Matthias Krüger hat mir noch einmal gezeigt, wie wichtig der genetische Nachweis ist. Auch bei der nächsten Kontrolle gibt es keine Hinweise auf Brownie oder andere Wildkatzen. Aber eine der Ricken in meinem Untersuchungsgebiet hat Nachwuchs bekommen. Mit allen Sinnen erkunden die Kitze ihre neue Umgebung. Und auch andere Bekannte fühlen sich zumindest inzwischen am Tag wohl vor den Kameras. Auch dieser Hase gehört mittlerweile zu den Stammgästen auf den Aufnahmen. Vögel wurden in diesem Projekt zwar nicht systematisch erfasst, sind aber trotzdem immer wieder schön anzusehen. Keine Wildkatze, aber dennoch als nicht weniger spektakulär sollte sich diese Aufnahme entpuppen. Was mit einem Waschbären beginnt, stellt sich als extrem seltene Aufnahme einer besonderen Begegnung heraus. Für mich bis dahin eine der wichtigsten der über 5800 während des Projektes angefertigten Wildkameraaufnahmen. Doch eine richtig schöne Wildkatzenaufnahme und der genetische Nachweis von Brownie bleiben nach wie vor aus. When I get old, and I get cold, when you have to hand down your crown. Und so ist das Projekt immer wieder auch von Rückschlägen geprägt. Was mache ich, wenn ich keine guten Bilder mehr von einer Wildkatze bekomme? Was soll aus diesem Film werden? Hand me down, hand me down. When my songs don't strike a chord,
you stop coming around. Und was soll ich dem Zuschauer erzählen, wenn ich durch den fehlenden genetischen Nachweis nicht hundertprozentig sagen kann, dass es sich bei den gezeigten Katzen wirklich um europäische Wildkatzen handelt? Ich entscheide mich bewusst dagegen, die fehlenden Bilder durch Aufnahmen aus Wildgehegen zu ersetzen. Ich möchte die gesamte Geschichte erzählen und einen authentischen Einblick in die Höhen und Tiefen des Projektes geben. Doch wie die Natur nach einem Regen schöpfe ich mit dieser Einstellung neuen Mut. You know I would. You know I down, hand me down, hand me down, hand me down. Und das Blatt sollte sich tatsächlich wenden. Ich entschließe mich, noch einmal alle Kräfte zu bündeln und intensiviere meine Arbeiten am Projekt. Ich erneuere die Lokstöcke und bringe mehr Technik und Kameras in die Gebiete. Außerdem baue ich ein neues Kamerasystem auf, mit dem ich hoffe, endlich meine Premium-Sequenz einer Wildkatze, insbesondere von Brownie, zu bekommen. Es ist spät geworden und ich beschließe, draußen zu übernachten. An den neuen Lokstöcken habe ich quasi von Anfang an Erfolg. 2 verschiedene Katzen besuchen immer wieder die neuen Standorte. Phänotypisch fallen dem aufmerksamen Beobachter kleine Nuancen in der Musterung der Schwänze auf. Es ist Transzeit für die Wildkatze. Kein Wunder, dass sich die Tiere besonders für den Baldriangeruch interessieren und reichlich Haare und damit genetische Proben hinterlassen. So vertieft scheint sie nichts außer dem Lokstab wahrzunehmen. Fast nichts. Diese Aufnahmen sind ein echter Erfolg für mein Projekt. Gleich 2 neue, in diesem Fall weibliche Wildkatzen, kann ich so durch die Intensivierung meiner Arbeit genetisch nachweisen. Und auch an meinem Untersuchungsstandort im Gebiet von Brownie tut sich kurz vor Projektende noch einmal etwas. Ich vermute, dass der Kuder, welchen ich ganz am Anfang, dann aber sehr lange nicht mehr auf den Aufnahmen hatte, nun doch zurückgekehrt ist. Auch er hinterlässt reichlich Haare am Lokstab.
Mit den neuen Nachweisen bekomme ich die wichtigen genetischen Proben, auf welche ich so lange gewartet habe. Vorsichtig sammle ich die Haare der Katzen mit einer Pinzette ab und tüte sie ein. Die Ergebnisse der DNA-Analyse warten mit einer Überraschung auf. Bei der Wildkatze auf der letzten Aufnahme handelte es sich anders als erwartet nicht um den männlichen Brownie, sondern um ein weibliches Tier. Ich kann damit in einem Gebiet, in welchem vor dem Projekt die Anwesenheit von Wildkatzen unbekannt war, bereits das zweite Individuum nachweisen. Das Projekt zeigt also, dass mit viel Aufwand der Nachweis einzelner Wildkatzenindividuen möglich ist. Weitere Nachweise und Langzeituntersuchungen werden zeigen, ob sich auch die Populationszahlen langfristig stabilisieren werden. Erst dann kann von einer tatsächlichen Rückkehr der Wildkatze gesprochen werden. Ich bin erschöpft, aber glücklich über die neuen Nachweise. Durch das Projekt durfte ich fantastische Einblicke in eine mir zuvor verborgene Welt bekommen. Unbeeinflusste Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, hat etwas Fantastisches und hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Die Natur in ihren Facetten ist etwas so Besonderes, dass es zu schützen gilt. Die Wildkatze steht dabei nur exemplarisch für viele Arten, welche unter uns Menschen leiden. Wenn wir die Lebensräume der Wildkatze schützen, erhalten wir auch die Lebensräume vieler anderer besonderer Arten. Ein letztes Mal besuche ich die Standorte meiner Kameras und sichte die Aufnahmen vor Ort. Und wie für das Drehbuch dieses Filmes geschrieben, als wüsste Brownie, dass er der Hauptprotagonist dieser Geschichte ist, kehrt er nach Monaten der Abwesenheit zurück. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt. In diesem Projekt kann ich Brownie nicht mehr genetisch als Wildkatze bestätigen. Er reibt sich zwar am Lockstab, die DNA ist aber leider nicht auswertbar. Doch ich bin mir sicher, phänotypisch ist Brownie das Abbild einer echten europäischen Wildkatze. Doch für die Filmaufnahmen zahlt sich endlich die harte Arbeit aus. Brownie, das Tier, mit dem alles begann und ohne dem es dieses Projekt nicht geben würde, beschert mir nach mehr als einem Jahr meine Premium-Sequenz. Eine Aufnahme, wie ich sie vielleicht nur einmal in meinem Leben mache. Eine Wildkatze, wie man sie selten zuvor gesehen hat. Vorhang auf. Ein anstrengendes, aber tolles Projekt geht zu Ende. Und ich bin dankbar für die Einblicke, die ich gewinnen durfte. Vielleicht können wir in ein paar Jahren nicht mehr nur von einer Rückkehr einzelner Individuen in ihre alten Lebensräume sprechen, sondern auch von einer Erholung der Bestandszahlen der gesamten Art. Ob und wie das gelingt, hängt auch von uns Menschen ab.